Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld, heute zu Update 126. Und zwar geht es dort weiter, wo der letzte Livestream angefangen hat, beziehungsweise für diejenigen, die nicht dabei waren, hat sich ein bisschen was geändert. Im letzten normalen Update-Video hatten wir ja hinten im Bahnhof gearbeitet, und zwar dort an einem neuen Laden, am Plattenladen. Und da ging es auch gestern im Livestream weiter. Wir haben ein paar Details weitergemacht. Ich zeige es euch gleich. Die Beleuchtung ist eingebaut worden. Und heute geht es da noch ein bisschen weiter. Also abseits des Livestreams kommen heute auch noch ein paar neue Sachen dazu. Beachtet einfach das Chaos nicht. Es ist teilweise einfach nur vom Livestream bzw. vom Aufräumen, vom Sortieren bedingt. Und wir gehen jetzt einfach mal zum Plattenladen. Und ich zeige euch mal ganz kurz einen Überblick, bevor gleich das Intro kommt. Und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal genauer an. Und das ist jetzt der aktuelle Stand. Das meiste davon kennt ihr vermutlich schon aus dem letzten Update-Video. Grundsätzlich, das Ganze hat sich jetzt noch ein bisschen erhöht, damit wir auf die richtige Höhe kommen, hier oben das Dach aufbauen zu können. Das heißt, es sind ungefähr 2 Bricks noch höher geworden. Wir haben hier oben alles aufgebaut, damit wir das Dach drauf bauen können. Das Dach wurde auch im Livestream gebaut. Die Verkabelung wurde weitergeführt. Das heißt, wir haben hier einen 6-fach-Verteiler, der wird später hier in der Wand verschwinden. Hier ist der Konnektor, mit dem dann das Licht bzw. der Strom in die Decke geführt wird, kabellos in Anführungsstrichen, damit man auch die Decke abnehmen kann, ohne Kabelwirrwarr zu haben. Und hier geht ein weiteres Kabel hinaus, momentan noch ins Leere. Das wird dann später weiter nach oben geführt, um auch weiter oben noch im Gebäude Strom zu haben. Denn das hier ist das allererste Mal, dass wir überhaupt im gesamten Bahnhof eine Decke im 2. Stockwerk haben. Das heißt, es ist jetzt wirklich der höchste Punkt eigentlich, abgesehen von dem Bogen, im ganzen Gebäude. Und das war auch Premiere für mich. Das heißt, ich musste erstmal ein bisschen überlegen, wie wir das Ganze machen und so weiter. Denn ihr wisst ja, die Außenwand ist fest installiert am Gebäude. Das hier ist eingesetzt. Das heißt, das ist ein kleines bisschen flexibel, aber nicht schlimm. So viel dazu. Ansonsten wurden auch ganz viele Details noch angepasst. Vor allem Dinge, die auch schon im letzten Video angesprochen wurden von euch. Zum einen habe ich dafür gesorgt, dass die beiden Figuren, diese hier, wie auch die Banshee-Figur, auf einen Absatz gekommen sind, damit das Ganze ein bisschen hübscher aussieht. Das wurde angesprochen, unter anderem deswegen, damit es nicht mehr so aussieht, als wenn das wirklich Figuren wären, sondern, also Menschen in Anführungsstrichen, sondern man erkennt besser, dass die Statuen sind. Glaube ich, ist ganz gut geworden. Ansonsten habe ich auch noch ein kleines Detail angepasst, das mehrfach erwähnt wurde, und zwar die junge Dame hier nimmt ja eine Platte heraus und da war vorher keine Lücke. Jetzt ist hier eine Lücke, man sieht es nur ein bisschen schwer, weil daneben alles schwarz ist, aber tatsächlich ist vor der grünen eine Lücke. Und wir haben auch noch zusätzlich hier einen kleinen Tisch eingebaut. Da war ja noch eine Lücke, da wurde gesagt, da könnte man ja noch irgendwas machen. Und tatsächlich ist es so geworden, wir haben einen kleinen Plattenspieler gebaut. Da nochmal vielen Dank an alle im Chat, denn das war so ein Gemeinschaftsprojekt. Lässiger drehen. Und hier noch 2 kleine Lautsprecher, das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Ansonsten sind hier noch ein paar Figuren dazugekommen. Hier eine junge Dame, die gerade einkauft. Und hier draußen kommt gerade einer raus mit einer Platte in der Hand. Die Tür ist noch offen, einfach um das Ganze ein bisschen dynamischer aussehen zu lassen. Und hier ist gerade noch jemand, der sich gerade Platten anschaut. Und das hier war auch noch eine Idee aus dem Live-Chat. Und zwar, dass hier draußen noch so ein kleiner Tisch hinkommt, auf dem Platten liegen, damit einfach draußen auch noch ein bisschen mehr los ist. Das sind die ganzen Details bzw. Bauarbeiten, die im Live-Chat, im Stream passiert sind. Hier droben sind auch noch die Fensterscheiben reingekommen, die habe ich glücklicherweise noch gefunden. Übrigens nicht wundern, dass diese Elemente jetzt hier hellgrau sind. Ich hatte keine mehr in dunkelgrau, also in Dark Bluish Grey. Deshalb sind die jetzt in Light Bluish Grey. Die werden aber noch ausgetauscht, sobald ich wieder welche habe. Von der Funktion her sind die ja genau gleich. Optisch merkt man es eigentlich auch gar nicht. Ja. Ansonsten auch das Dach mit der Verkabelung. Das ist nicht das komplette Dach, das ist tatsächlich nur das Dach, mit dem wir bis hier vorne hinkommen. Da werden wir heute in diesem Update wieder noch ein bisschen was anpassen. Und zwar sieht das Ganze etwas komplex aus, denn das Ganze hat hier den Konnektor, damit kriegen wir unseren Strom. Dann kommen wir hier zu einem 6-fach-Verteiler. Und von dem geht dann zum einen ein Kabel an diesen Dimmer. Das ist ein besonderes Element von meinem Partner Illumeteor Bricks. Ihr findet wie immer den Link unten im Video oder oben rechts im Video. Also unten in der Videobeschreibung oder oben rechts im Video, so rum. Und damit habe ich die Möglichkeit, alle ausgehenden Lichtquellen zu dimmen. Das hat den Effekt, vor allem den wichtigen Effekt, dass hier das Licht, das ist ein warmweißes LED-Licht hier,
zu hell war für unsere Zwecke. Und ich hatte tatsächlich von meinem Partner noch diesen Dimmer. Ich habe den eingebaut und damit konnten wir jetzt, dann kann man jetzt hier schön am Rad drehen, damit es heller oder dunkler machen. Wirkt auf jeden Fall sehr gut, denn das Ganze hier draußen mit dem Draht ist eine Art Lichterkette mit blinkenden Lichtern, die in verschiedenen Farben auf und ab leuchten, und es bringt einen ganz besonderen Effekt hier in das Video, in den Laden rein. Werdet ihr gleich im Video sehen. Habt ihr vielleicht schon auf Instagram oder TikTok gesehen, da ist ja schon was gepostet worden. Oder ihr habt es im Livestream gesehen, da war es ja auch schon. Aber ich werde jetzt gleich das Dach hier reinbauen und dann könnt ihr hier gleich mal sehen, wie die Beleuchtung jetzt wirklich hier drin aussieht. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich hoffe, euch gefällt es auch und ich mache kurz einen Cut, denn mit einer Hand das Dach einzubauen wird ein bisschen schwierig. Wie ihr sehen könnt, das Dach ist drauf und ihr seht jetzt auch schon den Lichteffekt, wie er da in Bewegung ist. Wie gesagt, manche kennen ihn wahrscheinlich entweder schon aus dem Livestream oder aus diversen anderen Kanälen wie Instagram und TikTok. Instagram ist übrigens auch unten verlinkt, könnt ihr gerne mal reinschauen und auch gerne ein Abo dalassen. Apropos Abo, viele lassen natürlich kein Abo da und sind einfach nur da und vergessen es vielleicht. Also es würde mir wirklich sehr, sehr helfen, wenn ihr auch mal ein Abo dalasst, wenn ihr das möchtet natürlich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und Daumen nach oben hilft natürlich auch beim YouTube-Algorithmus, genauso wie ein Kommentar. Also gerne kommentieren, Abo dalassen und eben auch Daumen nach oben. Ansonsten schauen wir jetzt mal hier rein. Wie ihr seht, ist das Licht, dieses Striplight in der Mitte deutlich weniger hell, als es zum Beispiel hier unten der Fall ist. Das dank eben diesem Dimmer, der da hinten an der Decke zu sehen ist. Und jetzt seht ihr auch außenrum den ganzen Lichteffekt mit diesen schicken Lichtern. Und ich finde, es gibt dem ganzen Laden eine ganz besondere Atmosphäre jetzt. Denn das ist einfach mal was ganz anderes. Vor allem, wenn man jetzt aus der Entfernung mal sieht. Gestern haben wir das Ganze noch gesehen, dass es richtig dunkel war im Raum. Dann gibt es nochmal einen ganz anderen Effekt, wenn hier unten alles so kalt weiß ist, hier warm weiß im Restaurant und da oben dann dieser Effekt ist. Das sieht auf jeden Fall ganz, ganz gut aus. Und soweit ist eben jetzt der Stand nach dem Livestream gestern. Jetzt werden wir tatsächlich hier noch das Dach ein bisschen weit nach vorne ziehen und dann auch auf jeden Fall auch die Beleuchtung hier oben für den Gang installieren und mal schauen, ob wir hier noch ein bisschen weiter bauen. Ich weiß noch nicht. Wir testen einfach mal. Wir schauen mal, was wir machen können. Wir sind jetzt hier sagen auf neuem Terrain, denn ich habe ja hier oben in der Form noch nie was gebaut. Also Geschäfte, 2. Stock ist was ganz, ganz Neues. So, ich habe unsere Platte hier jetzt einfach mal erweitert. Das heißt, ich habe hier nochmal eine Reihe in 6 Studs weit nach vorne gemacht, dann nochmal hier so ein Verstärkungselement drunter gebaut. Die sind ja wirklich sehr, sehr stabil, was die Platte hat. Wirklich Stabilität, obwohl kaum Steine dran sind. Und jetzt habe ich hier vorne nochmal ein Strip-Light angebracht und da hinten rüber verkabelt. Das müsste jetzt ungefähr in der gleichen Position sich befinden wie hier unten. Ich versuche einfach mal den Abstand oben auch gleich zu behalten, weil ich glaube, dass es ein ganz guter Abstand ist für die Beleuchtung hier unten. Ich baue das Ganze gleich hier wieder ein und dann schauen wir uns mal an, wie das mit Licht aussieht. Und dann bauen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Ich habe es jetzt hier im Raum mal wieder ein bisschen abgedunkelt, damit man es besser sieht. Also, Dach ist drauf. Ich habe jetzt hier oben eine Leuchte drauf. Die nächste, da drüben ist noch keine, denn die nächste, wenn man so macht wie unten, wäre dann ungefähr an dieser Stelle. Soweit sind wir ja noch nicht. Aber allein diese eine Beleuchtung führt jetzt schon mal dazu, dass wir deutlich mehr Licht draußen haben. Wir sehen jetzt auch auf jeden Fall mal sehr gut, wie es hier aussieht. Vor dem Laden, das hatte man ja vorher ohne Beleuchtung gar nicht gesehen. Innen drin sieht es immer noch gut aus, auch mit der Beleuchtung von außen. Und jetzt sehen wir auch ein bisschen besser, was ich meinte. Gestern im Stream hat es besser gesehen, als es wirklich dunkel war. Dann waren die Bereiche wirklich dunkel. Aber es gibt ein harmonisches Bild auf jeden Fall. Hier so das Warme aus dem Restaurant, hier die Einkaufspassage, hier der Kiosk und dann oben jetzt der Plattenladen. Gefällt mir auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Was ich mir auch überlegt habe, ist, dass wir tatsächlich hier oben keinen Weg rüber bauen werden in der oberen Etage. Inzwischen bin ich mir relativ sicher, dass wir tatsächlich oben noch so eine kleine Bürotraktetage einbauen werden. Einfach um auch die richtige Höhe zu erreichen und auch noch ein paar Sachen einbauen zu können, die wir vielleicht noch brauchen. Das wird wirklich jetzt nicht hoch, das wird eine ganz normale Etage, wie es halt zum Beispiel hier drüben in den Modular-Gebäuden ist. Das werden wir auf jeden Fall, denke ich, oben drauf bauen. Einfach um, wie gesagt, die Höhe zu erreichen, die wir auch brauchen, um dann das Dach bauen zu können ordentlich. Was ich jetzt auf jeden Fall noch machen möchte, ist, ich werde, glaube ich, erstmal den Weg hier noch ein bisschen rüberziehen, damit es hier vorne ein bisschen hübscher ist. Und dann überlege ich mal, wie ich hier weiter baue, ob ich da schon ein bisschen mit den weiteren Fronten weiterbaue, mir überlege, was für ein Laden da hinkommen kann. Vielleicht bauen wir auch hier oben noch ein bisschen weiter. Ich teste jetzt einfach ein paar Sachen durch. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr, sehr zufrieden, wohin es heute in diesem Update mit dem Plattenladen gegangen ist. Es ist nicht viel, aber ich habe mir noch ein paar Sachen überlegt, ein paar Kleinigkeiten gebaut. Zum einen habe ich jetzt hier oben mal eine Brick-Reihe außenrum gebaut. Hier das Kabel durchgezogen, dadurch ist jetzt schon mal die ganze Verkabelung hier oben versteckt. Das ist schon mal eine ganz gute Geschichte. Dann habe ich hier vorne noch
dieses Pflaster weitergezogen und hier noch mittig eine Bank platziert. Rein theoretisch wäre ja hier noch ein Fenster, aus dem man rausschauen kann. Deshalb sitzt hier noch ein Kunde vom Plattenladen und freut sich über die Platte, die er gekauft hat. Und hier rüber wird ja auch ein kleiner Laden kommen. Hier wird die Wand wieder kommen, die ist dann genau auf der anderen tragenden Wand unten drunter. Das heißt, wir werden hier einen relativ kleinen Laden haben, der aber auch ein großes Fenster haben wird. Das heißt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was hier reinkommen könnte. Wie gesagt, hier ist schon wieder die nächste Wand. Das heißt, der Laden ist relativ klein. Was können wir hier reinmachen? Je nachdem, was ihr für Ideen liefert, was ich davon gut finde, könnte es sein, dass wir schon im nächsten Update versuchen, das zu bauen, je nachdem, auch was ich da habe. Da schreibt ihr mir auf jeden Fall gerne, was da reinkommen könnte. Wie gesagt, es ist ein relativ kleiner Laden und der nächste Laden wird dann wieder größer werden. Ja, dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall für dieses Update-Video. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Sache, wie es hier oben geworden ist und auch wie es jetzt hier vorne so ein bisschen Leben gewinnt. Und auch der Blick hier nach ganz unten gefällt mir schon mal super gut. Und ich bin auch gespannt. Ich werde vielleicht in absehbarer Zeit sogar mal schauen, ob ich hier oben schon mal schaue, wie dieses Stockwerk hier oben sein soll, damit wir halt einfach dann mal sehen, wie hoch der Bahnhof wirklich wird. Dann haben wir auf jeden Fall irgendwann mal die finale Höhe und dann wird es interessant, dann können wir nicht auch mal rüberbauen und dann wird das hier langsam was. Aber ich rede jetzt wieder ewig und ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder. Vielen Dank für all die Abos, vielen Dank für all die Daumen nach oben und all die Kommentare. Vor allem die Kommentare helfen mir wirklich sehr. Und dann sage ich nur noch, bleibt gesund, viel Spaß beim selberbauen, bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns bald hier wieder in der Brickworld. Tschüss!